Es gibt ein Thema, das bei jedem, der den großen Sprung in die USA plant, für schlaflose Nächte sorgt. Es ist nicht nur ein Punkt auf einer Checkliste, es ist eine existenzielle Frage, die den amerikanischen Traum schnell in einen Albtraum verwandeln kann. Aber die Geschichte, die wir in Europa darüber hören, ist oft unvollständig. Wir hören von medizinischen Bankrotten und absurden Rechnungen, und das ist ein Teil der Wahrheit. Aber es gibt eine andere Wahrheit, die genauso real ist. Wenn es um dein Leben geht, um die fortschrittlichste Krebsbehandlung, die bahnbrechende Herzoperation, die schnellste Diagnose durch die weltbesten Spezialisten, dann gibt es einen Ort auf der Welt, an dem die Zukunft der Medizin schon heute stattfindet: Amerika. Dieses System der medizinischen Exzellenz hat jedoch ein dunkles Geheimnis, einen Preis, der nicht nur in Geld, sondern in ständiger finanzieller Wachsamkeit und einem völlig neuen Verständnis von Risiko bezahlt wird. Als Auswanderer musst du beide Seiten dieser Medaille verstehen, um nicht nur zu überleben, sondern erfolgreich zu sein. Lass uns also das Licht anmachen und das Monster unter dem Bett genau betrachten. Bevor wir in diesen Dschungel eintauchen, nimm einen Moment, um dich an das zu erinnern, was du als selbstverständlich ansiehst. Denk an Deutschland. Du hast Schmerzen, du gehst zum Arzt. Du zeigst deine Versichertenkarte. Du wirst behandelt. Du gehst nach Hause. Du holst dir ein Rezept aus der Apotheke und zahlst vielleicht 5 Euro dazu. Das war's. Das System, das dahinter steht, ein komplexes Netz aus Solidarität, Beiträgen und Verhandlungen, ist für dich fast unsichtbar. Es ist einfach da. Ein stilles Versprechen, dass dir geholfen wird, egal ob du einen Schnupfen hast oder eine Herztransplantation brauchst. Ein System, das da ist, um dich aufzufangen, nicht um an dir zu verdienen. Vergiss dieses Bild. Lösche es aus deinem Gedächtnis. Denn was dich in den USA erwartet, ist das genaue Gegenteil. Aber bevor wir über die Kosten sprechen, lass uns mit einer unbestreitbaren Wahrheit beginnen. Die medizinische Versorgung in den USA, wenn du Zugang zu ihr hast, ist oft absolute Weltklasse. Die Schauergeschichten, die wir in Europa hören, sind nicht immer falsch, aber sie lassen oft den Kontext weg. Du wirst hier Dinge erleben, die im europäischen System undenkbar sind. Keine langen Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt. Wenn der Verdacht auf eine ernste Erkrankung besteht, hast du oft innerhalb von Tagen einen Termin beim Spezialisten. In den Notaufnahmen musst du nicht stundenlang mit einem gebrochenen Arm warten, sondern wirst innerhalb von Minuten versorgt. Die Krankenhäuser sind oft hochmodern. Die Forschung ist führend und die Ärzte sind darauf trainiert, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um ein Problem zu lösen. Und entgegen dem Mythos ist die große Mehrheit der Amerikaner, über 92%, krankenversichert, meist über den Arbeitgeber. Die Geschichten von völlig Unversicherten, die auf der Straße sterben, sind extreme Ausnahmen, nicht die Regel. Die meisten Menschen haben einen Plan und Zugang zu dieser hervorragenden Versorgung. Aber, und das ist das entscheidende Wort für dich als Auswanderer, der Schutz, den diese Versicherung bietet, und die finanzielle Logik dahinter sind völlig andere als die, die du kennst. Das System ist nicht dazu da, dich vor Kosten zu schützen, sondern dein finanzielles Risiko zu managen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und genau hier beginnen die komplexen Wahrheiten hinter den Horrorgeschichten. In Amerika ist Gesundheit kein Menschenrecht. Sie ist ein Geschäft, ein billionenschwerer Markt aus Versicherungen, Krankenhäusern und Pharmakonzernen. Und du bist nicht der Patient. Du bist der Kunde. Und du wirst lernen müssen, die brutalen Regeln dieses Marktes zu verstehen, um nicht unterzugehen. Stell dir eine einfache, alltägliche Situation vor. Dein Kind wacht am Wochenende mit hohem Fieber und bellendem Husten auf. In Deutschland würdest du zum ärztlichen Notdienst fahren. In den USA beginnt ein strategisches Manöver. Du kannst nicht einfach zum nächsten Arzt gehen. Zuerst zückst du dein Handy und prüfst dein Versicherungsnetzwerk. Ist diese Urgent Care Klinik in-Network? Denn wenn sie out-of-Network ist, könntest du am Ende eine Rechnung erhalten, die so hoch ist wie ein Gebrauchtwagen. Du findest eine Klinik im Netzwerk. Du kommst an. Bevor ein Arzt dein Kind auch nur angesehen hat, gehst du zur Rezeption und zahlst deinen Copay. Das ist eine feste Gebühr für den Besuch. Sagen wir $50. Das fühlt sich noch vertraut an. Eine Woche später kommt ein Brief, eine Rechnung. Von der Klinik. Über $400. Du bist verwirrt. Moment mal, denkst du, ich habe doch den Copay bezahlt und bin versichert. Willkommen zur ersten Lektion.
dem Deductible, deinem Selbstbehalt. Das ist der Betrag, den du jedes Jahr komplett aus eigener Tasche bezahlen musst, bevor deine Versicherung auch nur einen einzigen Cent übernimmt. Nehmen wir an, dein Deductible liegt bei $3.000 pro Person. Das bedeutet, du zahlst die $400 für den Arztbesuch komplett selbst. Stell dir nun vor, ein paar Monate später passiert etwas Ernsteres. Du rutschst aus und brichst dir den Arm. Die Notaufnahme, das Röntgen, der Gips, die Gesamtrechnung, $10.000. Jetzt wird es interessant. Von deinem $3.000 Selbstbehalt hast du bereits $400 bezahlt. Auch zahlst du die nächsten $2.600 wieder komplett selbst. Jetzt, nach insgesamt $3.000, ist dein Selbstbehalt für das Jahr erfüllt. Deine Versicherung wacht auf. Aber sie zahlt nicht alles. Jetzt beginnt die Co-Insurance. Der Versicherungsvertrag besagt, dass sie ab jetzt 80% der Kosten übernimmt. Von den restlichen $7.000 zahlen sie also $5.600. Die restlichen 20%, also $1.400, zahlst du. Es gibt eine Notbremse, das Out-of-Pocket-Maximum. Das ist der absolute Höchstbetrag, den du in einem Jahr aus eigener Tasche zahlen musst, bevor die Versicherung zu 100% übernimmt. Aber dieser Betrag ist hoch. Vielleicht $8.000 für dich allein oder $16.000 für deine ganze Familie. Am Ende dieses Jahres hast du jeden Monat eine teure Prämie für deine Versicherung bezahlt, einen Arztbesuch gehabt, einen gebrochenen Arm und bist trotzdem $4.050, 50 Copay plus 400 Arzt plus 3.600 für den Arm, aus eigener Tasche los. Du hast das Spiel gespielt und trotzdem verloren. Was kostet dieser Schutz also, bevor überhaupt etwas passiert? Die monatliche Prämie ist der Preis für das Ticket in die Arena. Und er ist schwindelerregend. Wenn du das Glück hast, einen Job bei einer großen Firma zu haben, ist das der Goldstandard. Dein Arbeitgeber subventioniert die Versicherung stark. Trotzdem werden dir als Single vielleicht $200 bis $400 pro Monat vom Gehalt abgezogen. Für eine vierköpfige Familie können das leicht $600 bis $1.200 pro Monat sein. Dein Anteil. Bist du aber Unternehmer, Freiberufler oder arbeitest für eine kleine Firma, die keine Versicherung anbietet, betrittst du den freien Markt. Und hier wird es brutal. Für einen brauchbaren Plan für eine einzelne gesunde Person kannst du mit $500 bis $800 pro Monat rechnen. Für deine vierköpfige Familie? Mach dich bereit für Prämien von $1.500 bis $2.500 pro Monat. Das ist die Rate für ein Einfamilienhaus in vielen Teilen Deutschlands. Und ohne Versicherung? Tu es nicht. Tu es einfach nicht. Eine einzige Nacht im Krankenhaus wegen einer Blinddarmentzündung kann $50.000 kosten. Ein schwerer Autounfall kann dich mit einer Rechnung von einer $500.000 zurücklassen und in den Privatkonkurs treiben. Keine Versicherung zu haben, ist in Amerika kein Zeichen von Freiheit. Es ist finanzieller Selbstmord. Die amerikanische Krankenversicherung ist also kein Sicherheitsnetz. Sie ist ein strategisches und finanzielles Minenfeld. Du musst lernen, es zu navigieren. Du musst es in deine Lebensplanung einbeziehen wie kein anderes Thema. Wenn du dein Gehalt verhandelst, ist das Krankenversicherungspaket wichtiger als die letzten $1.000 mehr im Jahr. Wenn du dein Budget aufstellst, musst du nicht nur die monatliche Prämie einplanen, sondern auch Rücklagen für den Fall bilden, dass du deinen vollen Out-of-Pocket-Maximum zahlen musst. Die Krankenversicherung ist der ultimative Test deiner Auswanderungsplanung. Wenn du diesen Aspekt meisterst, wenn du ihn budgetierst und verstehst, dann bist du wirklich bereit für Amerika. Denn du hast bewiesen, dass du nicht nur den Traum siehst, sondern auch bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.